Der späte Nachmittag senkte sich über die Chiricahua Mountains im Südosten Arizonas, das letzte Tageslicht tauchte die ausgedörrte Erde in ein blasses Gold. Auf der holprigen Schotterstraße, die dem Berghang folgte, fuhr Ethan Walker mit seinem alten Pickup-Truck zurück zu seinem kleinen Bauernhof. Die heiße Luft und der Geruch von Staub vermischten sich mit dem Wind und erzeugten ein wildes und einsames Gefühl, typisch für die Berge. Plötzlich entdeckte er eine Gestalt, die regungslos am Straßenrand lag, ein starker Kontrast zum unebenen Boden. Ein Leopard mit seinem unverwechselbaren goldbraun gemusterten Fell sieht aus, als ob er in einem langen, anstrengenden Schlaf läge. Ethan spürte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte, denn in diesem Moment unterschied sich die Kreatur nicht von einem gefallenen Krieger. Er stieg aus dem Auto und bemühte sich, jede Bewegung langsam auszuführen, um es nicht zu reizen oder zu stressen. Als er sich bückte, bemerkte er, dass sich ihr Brustkorb noch immer ganz leicht hob und senkte wie eine extrem schwache Lebensflamme. Seine Augen öffneten sich kurz für ein paar Sekunden, sein Blick war eine Mischung aus Schmerz, Vorsicht und verzweifelter Standhaftigkeit. Ethan blickte sich um, konnte aber keine Anzeichen einer größeren Blutung feststellen, die auf tiefe innere Verletzungen oder anhaltende Erschöpfung hindeuten würden. Er zog vorsichtig seinen Mantel heraus, faltete ihn zusammen und legte ihn unter den Kopf des Tieres, um es vor dem kalten, rauen Steinboden zu schützen. Der Bergwind wurde immer stärker, rüttelte an seinem dünnen Fell und ließ seinen Körper vor Erschöpfung zittern. Ethan kniete daneben, sein Atem vermischte sich mit dem schwachen Atem des Tieres und erzeugte eine unheimliche Stille. In diesem Augenblick sah er kein wildes Raubtier, sondern nur ein Geschöpf, das verzweifelt um sein Leben kämpfte. Er wusste, dass das, was er in den nächsten Minuten tun würde, darüber entscheiden würde, ob der Leopard überleben würde oder nicht. Ethan zog sein Handy heraus und rief mit angespannter Stimme beim nächstgelegenen Arizona Wildlife Rescue Center an. Die diensthabenden Mitarbeiter teilten mit, dass das Rettungsteam eine lange Strecke durch schwieriges Gelände zurücklegen müsse, um den Einsatzort zu erreichen. Dennoch ging Ethan nicht, denn er verstand, dass ein Weggehen jetzt bedeuten würde, eine kostbare Chance auf das Leben aufzugeben. Er setzte sich ein paar Schritte von dem Leoparden entfernt hin und hielt einen sicheren Abstand, während er beruhigende Worte sprach. Der Jaguar atmete schwach, jedes Heben und Senken seines Brustkorbs ein Kampf gegen das schwindende Bewusstsein. Der Himmel färbte sich blassorange, das Licht wich der Dunkelheit, die sich über die Berggipfel ausbreitete. Dann ertönte in der Ferne das Geräusch eines Krankenwagenmotors, wie ein Versprechen rechtzeitiger Rettung. 3 Rettungskräfte stiegen mit geübtem Blick aus dem Auto, sie trugen eine weiche Trage, Lederhandschuhe und ein spezielles Narkoseset. Sie näherten sich dem Leoparden mit großer Vorsicht, da sie wussten, dass er trotz seiner Schwäche immer noch ein gefährliches Raubtier war. Ethan wich zurück, sein Herz pochte noch immer, als könne er nicht so recht glauben, was da geschah. Ein Mitarbeiter prüft Puls und Reflexe und stellt dann fest, dass für einen sicheren Transport eine leichte Narkose erforderlich ist. Die Nadel berührte die Haut, das Medikament breitete sich allmählich im Körper aus und führte dazu, dass sich die Atmung des Leoparden verlangsamte und ruhiger wurde. Seine angespannten Muskeln begannen sich zu entspannen, wodurch die durch Schmerz und Erschöpfung entstandene Anspannung nachließ. Sie schoben die Trage vorsichtig unter seinen Körper und vermieden dabei starke Stöße, die weiteren Schaden verursachen könnten. Als der Leopard hochgehoben wurde, waren seine Augen vollständig geschlossen, doch dahinter glimmte noch immer Leben. Sie sicherten die Trage und verstauten sie in einem gepolsterten Fach im hinteren Teil des Krankenwagens. Ethan bat um Erlaubnis, ihm folgen zu dürfen, da er das Tier in diesem entscheidenden Moment nicht allein lassen konnte. Die Autotür schloss sich, die Räder rollten über den Schotter und hinterließen eine Staubspur, die im Nachmittagswind verwehte. In Ethans Herzen vermischten sich Sorge und Hoffnung zu einem schweren, aber kraftvollen Strom von Gefühlen. Im Rettungszentrum wurde der Leopard direkt in einen speziellen tierärztlichen Untersuchungsraum mit kaltem, weißem Licht gebracht. Die Ärzte fertigten umgehend Ganzkörperröntgenaufnahmen an, um den Zustand der Knochen und mögliche innere Verletzungen festzustellen.
Das Ergebnis war für alle eine Erleichterung, keine Knochenschäden, nur Erschöpfung und oberflächliche Kratzer. Die Ärzte desinfizierten sofort jede Wunde, um zu verhindern, dass sich Infektionen durch kleine Kratzer und Risse ausbreiten. Die verletzten Hautstellen werden mit sauberer, weicher Gase verbunden, um Schmerzen oder Reizungen zu vermeiden. Ein Infusionsbeutel war an seine Vene angeschlossen, jeder Tropfen, der hinabfloss, stellte die verbliebenen Kräfte in seinem Körper wieder her. Der Leopard wurde in einen speziellen Pflegekäfig mit einer temperaturregulierten Wärmelampe und weicher Einstreu unter den Füßen umgesetzt. Sein Atem wurde allmählich gleichmäßig, nicht mehr so unregelmäßig wie damals, als es am kalten, trostlosen Straßenrand lag. Ethan stand vor der Glastür, die beiden Waldbewohner nun durch stillen Respekt miteinander verbunden. In seinen Augen war der Leopard in diesem Moment kein gefährliches Wesen mehr, sondern eine Seele, die vom Rande des Todes zurückkehrte. Niemand sagte etwas, denn was gesagt werden musste, stand in ihren Augen. In jener Nacht herrschte Stille im Zentrum, abgesehen vom wiedererwachenden Atem eines wilden Lebens, das allmählich an Stärke gewann. Am nächsten Morgen hatte der Leopard seine Augen vollständig geöffnet und versuchte, seinen Kopf zu heben, um sich mit einem vorsichtigen, aber nicht mehr verzweifelten Blick umzusehen. Der Arzt stellte eine Schüssel mit frischem Fleisch vor die Käfigtür, und es begann langsam, aber deutlich zu fressen, was zeigte, dass seine Kräfte zurückkehrten. Am zweiten Tag konnte es aufstehen und ein paar kleine Schritte machen, obwohl seine Beine aufgrund der anhaltenden Schwäche noch etwas wackelig waren. Am dritten Tag war sein Gang deutlich sicherer und seine Atmung wieder kräftig und rhythmisch. Das Personal beschloss, das Tier in ein geräumigeres, naturnahes Gehege umzusiedeln, um seine natürlichen Jagdinstinkte und Reflexe wiederherzustellen. Es gab Bäume, Felsen, steiles Gelände und den vertrauten Geruch der Bergbrise, die jeden Morgen herüberwehte. Innerhalb einer Woche erkundete es die Gegend, rannte, kletterte, pirschte umher und erlangte nach und nach die majestätische Ausstrahlung des Königs des Steinwaldes zurück. Seine Augen waren nun hell und kräftig, ohne die anhaltende Müdigkeit von zuvor. Seine Schritte wurden sicher und ohne Zögern, als wäre es an jenem Tag nie am Straßenrand zusammengebrochen. Wie wir alle wissen, ist die Zeit für die Rückkehr zur Natur sehr nahe. Der Arzt führte eine letzte Untersuchung durch und bestätigte, dass alle Wunden vollständig verheilt waren. 2 Mitarbeiter bereiten den Transportkäfig vor und verabreichen eine leichte Narkose, um die Sicherheit zu gewährleisten und Stress während des Transports zu vermeiden. Der Leopard wurde in einen großen Käfig gesperrt, aber seine Augen waren noch immer voller Bewusstsein, stark und gefasst. Das Rettungsfahrzeug setzte sich wieder in Bewegung und folgte der alten Straße zurück in die Chiricahua Mountains, wo alles begonnen hatte. Der Bergwind trägt den Duft von Erde und trockenem Gras, als rufe er einen Krieger nach Hause. Als sich die Käfigtür öffnete, verharrte der Leopard einen Moment lang regungslos und spürte, wie die freie Luft seine Lungen füllte. Es trat langsam, aber sicher hervor, seine Zehennägel berührten den vertrauten steinigen Boden. Es drehte den Kopf und blickte Ethan und das Rettungsteam einige Sekunden länger an, als es sich je bedanken wollte. Dann wandte es sich ab und verschwand im roten Felsenwald und dem tiefen Tal, wo es hingehörte. Seine Spuren verblassen, aber die Bedeutung jenes Augenblicks verschwindet nie. Ethan und die Retter standen schweigend da und sahen zu, wie die Gestalt langsam hinter den Büschen verschwand. Niemand sagte etwas, denn sie wussten, dass sie gerade ein Stück Natur dorthin zurückgebracht hatten, wo es hingehörte. In der weiten Wildnis erhielt ein Lebewesen die Chance zu atmen und frei zu sein.